Hallo, mein Name ist Matthias. Ich liebe gutes Design, vor allem DDR-Design. Habt ihr Lust auf eine Zeitreise? Kommt mit rein. Hier sind wir im wichtigsten Raum des Hauses. Hier sitzt man im Freundeskreis, speist hier viel an diesem Tisch, meist mehrgängig. Dieser Tisch ist ein besonderer Tisch. Es ist ein Multifunktionstisch. Man kann ihn also in der Breite und in der Höhe verändern. Das kann ich auch mal kurz zeigen, wer es nicht kennt. Die Stühle, die wir hier sehen, das sind Kunststoffstühle. Viele denken immer, das sind DDR-Stühle, sind sie aber nicht. Die Stühle sind lediglich in der DDR als Lizenz produziert für die Bundesrepublik, für Herrn Möckel, das ist der Entwerfer. Und die Lampe, die wir hier sehen, kennen viele noch aus Schulen oder aus Büros. In der späteren Variante, wo sie dann halt ohne die Verlängerung für die Decke oft einfach nur an die Decke angeschraubt waren. Das ist eine frühe Variante, noch mit den, wie erwähnten, Verlängerungen. Die waren ein Abbruchhaus in Dresden, wo man nochmal rein konnte und das Ende dieser Lampe war vorbestimmt, hätte ich sie denn dort nicht herausgeholt. Lampen sind für einen Raum immer sehr wichtig und ich wollte hier wirklich eine Lampe, die zurzeit zu den Möbeln passt, aber nicht alt wirkt. Ja, in diesem Schrank ist erstmal eine Sammlung von mir mit verschiedenen Designobjekten. Eines der bekanntesten und schönsten ist vermutlich diese kleine Kanne, das Kännchen von Margarete Jani aus den späten 50er, frühen 60er Jahren für die Mitropa entworfen. Meine Lieblingskanne, die steht etwas weiter hinten. Das ist diese hier und hier gefällt mir vor allem die florale Darstellung und die Farbtöne, diese Pastelltöne. Das wirkt für mich so wie ein typisches Zeitzeugnis der 70er Jahre. Locker, leicht, nicht so streng die Farben. Ich finde diese Kanne am besten von allen. Jetzt gehen wir mal rüber ins Wohnzimmer. Das Bauernhaus habe ich ja gekauft, weil ich aus Dresden komme, eine große Sammlung habe und die irgendwo unterkommen musste. Und in diesem Bauernhaus war mir halt ganz wichtig, dass es seinen Charakter behält. Wir haben hier also eine Deckenhöhe von knapp über 1,90 Meter nur. Viele kaufen oft alte Häuser und sanieren die dann Kern. Das ist immer ganz problematisch für mich persönlich. Das wollte ich bei diesem Gebäude absolut nicht. Und deshalb haben wir auch diese geringe Deckenhöhe. Also hier werden die Böden auch so bleiben. Und hinter mir auch große Bilder, die ganz wichtig sind. Die hängen erst seit kurzem hier. Das kann man hier so sehen im Wohnzimmer. Hinter den Bildern sind auch manchmal noch kleine Zeitfenster versteckt, wo man alte Malereien sieht. Auch noch alte Bakelitschalter sind hier erhalten geblieben. Das war mir ganz wichtig. Auch hier DDR-Design zu finden mit einer Hellerauer Schrankwand oder Schrankwandmodul und einem Kugellautsprecher. Der Kugellautsprecher nach den Entwürfen von Karl Klaus Dietl. Die Qualität ist Mittelklasse und darunter zu sehen Fernseher ist natürlich ein moderner. Mein DDR-Fernseher habe ich an den Designliebhaber abgegeben, weil ich liebe einfach gute Filme. Jetzt gehen wir rüber in den nächsten Raum. So, Achtung, hier hinter verbirgt sich eine Farbexplosion. Ein Kumpel meinte, das wohl hässlichste Bad seit 1989. Schaut mal selbst her.
Hinzugekauft habe ich mir auch noch den Kleiderhaken in Orange, weil sehr viel Orange vorhanden ist. Und jetzt kam auch noch ein anderer Freund an zum Geburtstag mit einer orangen Schüssel. Und jetzt kommt mal mit nach ganz hinten. So, jetzt kommen wir in den Anbau. Der Anbau kam in den 30er, 40er Jahren hinzu. Mir war hier beim Umbau die Verwendung von Lehmputz ganz wichtig in Verbindung mit Stroh. Das kann man schön hier an den Wänden sehen. Zudem mir ganz wichtig in diesem Raum ist das Tonbandgerät. Das Tonbandgerät ist von der Firma Tesla, jedoch nicht zu verwechseln mit der Autobaufirma. Die Firma Tesla gab es schon in der Tschechoslowakei zu sozialistischen Zeiten. In diesem Fall haben sie Autogeräte hergestellt. Und es sieht nicht nur aus wie eine große Kassette, so funktioniert es auch. Die Musik ist in diesem Fall auf einem Magnetstreifen drauf. Das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Man fädelt das also hier unten bei den Tonköpfen ein. Dann verbindet man es mit der Leerspule, dass es dort fest sitzt. Da das ein Standgerät ist, muss man hier die Spulen auch sichern. Und dann kann man auch schon loslegen. Und hier ist dann auch die Musik. Ja, hier jetzt sieht man mein Röhrenradio, was funktioniert. Es gibt tatsächlich noch Leute, die das reparieren können, aber leider nur in den großen Städten und nicht hier auf dem Land. Das Gerät kommt aus Dresden, ist aus den 50er Jahren und darunter befindet sich ein Plattenspieler. Dies ist ein Plattenspieler mit einer besonderen Funktion. Dieser Plattenspieler kann noch 78 Umdrehungen vollführen. Das ist also die schnellste Stufe und das ist wichtig, wenn man wie ich einiges an Grammophonplatten hat. Und da ist der Schwerpunkt bei mir Vorkriegs-Jazz und französischer Chanson. Da kann man also wunderbar abends in der Winterzeit hier sitzen, am Kanonenofen mit einem kleinen guten Weinbrand und die alte Musik genießen. Aus dem Anbau kommen wir jetzt zurück in das Haus hinein, in die Küche. In der Küche ist noch einiges zu machen. Eines der Räume, die noch nicht gemacht sind. Was auf jeden Fall bleiben wird, ist die Küchenzeile aus den späten 50er Jahren aus Radeburg in Sachsen. Es sind mehrere Teile, da musste ich mir alle zusammensuchen über mehrere Jahre, aber die mussten unbedingt sein, weil ich die Farben einfach super finde und später wird die Rest nur noch weiß sein und dann ist das hier der Farbklecks in der Küche. Wir sind nun im Obergeschoss und hier befindet sich mein Schlafzimmer. In dem Schlafzimmer ganz viel Himmelblau. Himmelblau ist meine Lieblingsfarbe. Mit dem Fußboden, den habe ich in Himmelblau gestrichen. Die Bettwäsche Himmelblau, ebenfalls in Himmelblau das Bild mit der Wappen von Hamburg, einer alten Lady aus den 60er Jahren, wo ich als Smooth, also als Schiffskoch, draufgefahren bin. Die Wände weiß gekalkt, also in diesem Raum 3 Farben. Hinzu kommt dann noch das Braun der Möbel, das Bett aus den 1940er Jahren mit Wurzelholz und ich glaube, man kann hier gut die 40er Jahre nachempfinden, auch mit der historischen Beleuchtung und das Bett, wenn man drinnen schläft, schön gemütlich. Ja, mit Himmelblau geht es hier draußen weiter. Dieses Bauernhaus war für mich schon eine Herausforderung. Als ich es gekauft hatte, sah es ganz anders aus. Alles, was hier gemacht wurde, habe ich zu großen Teilen selbst gemacht. Wenn etwas nicht alleine ging, hole ich mir die Freunde mit hinzu. Die müssen dann leider mithelfen, zu ihrem Leid, zu meinem Glück. Die Eingangstür war zugemauert. Ich habe sie wieder freigelegt. Und die Tür selbst war im Anbau hinten angebaut. Die habe ich also wieder nach vorne hervorgeholt. Die Fensterläden wurden auch wieder an das Haus angebracht, weil es hat sich herausgestellt, dass unter dem Putz die alten Anker, die wurden nur abgesägt, noch vorhanden waren. Und daher wusste ich, dass die Fenster nicht 2 Fensterläden pro Fenster hatten, sondern ein großer Fensterladen. Und bei den Bauarbeiten gab es noch einen ganz skurrilen Fund unter der Türschwelle. Ich wusste, dass man in alten Häusern unter Türschwellen immer was finden kann, meistens Knochen. Aber in diesem Fall war es viel skurriler. Unter dieser Türschwelle befand sich eine kleine Ampulle mit Quecksilber. Und wie sich im Nachhinein herausstellte, ich habe das Denkmalschutzamt mit einbezogen, die forscht nach, war diese kleine Ampulle dazu da,
vor dem bösen Blick zu schützen. Also, dass man nicht von anderen Menschen verwunschen werden konnte. Das ist etwas, was hier in der Umgebung sehr selten ist und auch das Denkmalschutzamt beim Denkmalschutzamt dazu geführt hat, dass die dies als Bodendenkmal aufgenommen haben in ihren Akten. Das Wertvollste ist der Kater. Hier. 30 € im Einkauf, jeden Tag Glück, mindestens einmal was zum Lachen. Ja, wir gehen mal rüber zur Scheune. Ich habe ja das Haus gekauft, weil ich viel Platz brauchte. Und hier in der Scheune sind die größten Sammlungsstücke drin. So, kommt mal mit rein. Hier sehen wir meine Fahrzeuge. Der erste Trabant, der P50 aus den 1950er Jahren. Gleich dahinter die Krause-Duo, also die Behindertenschwalbe für Menschen mit Behinderung seiner Zeit. Ganz hinten dann die letzte Generation, der bekannteste Trabant, der Trabant P601. Kenner sehen, dass das eine Deluxe-Variante ist. Ursprünglich war es aber ein Standard und ich habe ihn im Laufe der Jahre weitergerüstet zum Deluxe. Das heißt also Chromstoßstange, Chromlampenringe, Heckscheibenheizung und natürlich himmelblaues Dach. Mein Traum in der Scheune ist dann noch, die Wände irgendwann mal weiß zu kalken, weil hier soll dann ein Kino rein. Ich habe noch ein paar alte Projektoren und bestimmt 100 alte Stummfilme und die kann man dann schön auf die weiße Wand projizieren und mit Leuten hier dann gucken. Also ein kleines Kino, das wäre noch mein Traum. Glücklich bin ich besonders, wenn ein Projekt zu Ende gegangen ist, wenn man sieht, was man nach monatelanger Arbeit geschafft hat, wieder fertiggestellt hat, rekonstruiert hat. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn man etwas genießt. Also einfach Zeit hat, mal gerade in der Winterzeit eine Grammophonplatte aufzulegen oder ein Band ablaufen zu lassen. Und wenn dann auch noch die Öfen angeheizt sind und dann auch noch der Kater hinzukommt und schnurrt, ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Ne? Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei unserer kleinen Zeitreise. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt einfach hier oder abonniert den Kanal. Tschüss.